Der Rhein-Erft-Express trug zunächst in den Jahren 1998 bis 2002 die Bezeichnung Regionalexpress 18 und fuhr parallel zum damaligen Regionalexpress 8, der Rhein-Holland-Express hieß, von Venlo über Mönchengladbach und Köln nach Koblenz. Seit Dezember 2002 fährt der Rhein-Erft-Express als RE8 stündlich die Strecke von Mönchengladbach nach Koblenz. Ab Dezember 2019 wird die Strecke von DB Regio mit Triebzügen der Baureihe 1440 von Alstom bedient. Parallel dazu fährt ebenfalls stündlich mit fast identischer Strecke die Rhein-Erft-Bahn RB 27, auf der seit Ende 2019 Triebzüge der Baureihe 425 von Siemens und Bombardier eingesetzt werden. Auftraggeber der beiden Leistungen sind die Nahverkehrszweckverbände NVR, VRR sowie SPNV Nord. In diesem Video wird nur ein Ausschnitt der ca. 160 Kilometer langen Verbindungen betrachtet, in dem die Strecken absolut identisch verlaufen, und zwar ein Teilstück der Eisenbahnstrecke Köln-Ehrenfeld-Reith mit den Haltepunkten Pulheim, Stommeln und Rommerskirchen. Die 3 Bahnhöfe liegen innerhalb einer Fahrzeit von ca. 10 Minuten. Die Fahrstrecke führt von Köln kommend durch den Rhein-Erft-Kreis. Zunächst wurde 1975 durch die kommunale Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen der Erftkreis gegründet, der dann 2003 in Rhein-Erft-Kreis umbenannt wurde. Der Kreis ist mit fast 500.000 Einwohnern das Zentrum des nach wie vor tagebaulich aktiven Rheinischen Braunkohlereviers und zählt zur südlichen Niederrheinregion. Informationen findet man im Internetportal Rheinische Geschichte. Die hier näher betrachteten Bahnhöfe Pulheim und Stommeln liegen im Nordosten des Kreises. Der Bahnhof Rommerskirchen gehört zum angrenzenden Rheinkreis Neuss. Verbunden sind die Bahnhöfe durch die Bahnstrecke Köln-Ehrenfeld-Reith mit der DB-Streckennummer 2611. Der Streckenabschnitt schloss die bestehende Lücke zwischen dem Netz der Rheinischen Eisenbahn mit Sitz in Köln und der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Wuppertal. Zunächst hatte man sich vergeblich um den Bau der Verbindung bemüht. Erst nachdem die bis dahin nach rein wirtschaftlichen Partikularinteressen agierenden Eisenbahnunternehmen im Zuge der Bismarckschen Verstaatlichungspolitik durch den preußischen Staat übernommen wurden, konnte man den Eisenbahnminister überzeugen, die Strecke zu genehmigen. Sie zweigt kurz hinter Köln-Ehrenfeld von der Strecke Köln-Aachen ab. Die Strecke von Grevenbroich nach Pulheim wurde noch 1898 fertiggestellt, die gesamte zunächst eingleisige Nebenbahn dann 1899 durch die Preußische Staatsbahn in Betrieb genommen. Später wurde sie zur zweigleisigen Hauptbahn ausgebaut und 1968 elektrifiziert. Zeitgleich zur Bahnstrecke wurden 1898 auch die 3 Bahnhöfe in Pulheim, Stommeln und Rommerskirchen eröffnet. Nächste Station Pulheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die heutige Stadt Pulheim mit ca. 55.000 Einwohnern entstand im Zuge der kommunalen Gebietsreform. Sie besteht aus 12 Ortsteilen, zu denen auch Stommeln gehört. Vor einigen Jahren wurde der Bahnhof saniert. Dabei wurde der Mittelbahnsteig entfernt und durch 2 schmale Außenbahnsteige ersetzt. Der Bodenbelag der Bahnsteige enthält tastbare Bodenleitsysteme, auch Blindenleitsystem genannt. Das zur Stadt hin liegende Bahnhofsgebäude wurde aus Backsteinziegeln erbaut und 1898 seiner Bestimmung übergeben. 1992 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Seit der letzten 2018 abgeschlossenen Renovierung findet man dort die Landesdirektion einer Versicherungsgesellschaft, Dienstleisterniederlassungen sowie Getränke- und Speisenangebote. Pandemiebedingt ist inzwischen ein Testzentrum eingezogen. Direkt neben dem Bahnhof gibt es eine große Abstellanlage für Fahrräder, auch mit abschließbaren Boxen. Daran schließt sich ein kostenfreies Park-and-Ride-Parkhaus mit 195 Stellplätzen sowie weiteren Freiflächenparkplätzen an. Das gut erhaltene Bahnhofsensemble aus Mittelbau, angebautem Wartesaal und angebautem Lagerschuppen entspricht einem preußischen Einheitstyp, der auch in Stommeln und Rommerskirchen noch erhalten ist. Im zweigeschossig vierachsigen Mittelbau war bis 2007 der Fahrdienstleiter untergebracht
und im Obergeschoss befand sich eine Dienstwohnung. Im Untergeschoss rechts wurde nachträglich eine Tür eingebaut, durch die man zur Music- und Sportsbar Gleis 1 gelangt. Geöffnet ist dienstags bis samstags ab 18 Uhr mit unterschiedlichen Unterhaltungsangeboten. Auch im angebauten eingeschossig zweiachsigen Wartesaal wurde nachträglich eine Tür eingebaut, vor der sich eine Kiss-and-Ride-Haltefläche befindet. Rechts neben der ehemaligen Wartehalle wurde ein Backstein-Toilettenhäuschen errichtet. Auf dem Weg zum Bahnsteig findet man seit einem Jahr einen digitalen Fahrgastinformationsanzeiger der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft. Die Echtzeitinformationen werden als Service für Sehbehinderte auf Knopfdruck auch vorgelesen. Zur Unterführung auf die Bahnsteigseite Richtung Köln kommt man entweder über eine langgezogene Rampe oder Treppen. Auf der anderen Seite geht es entsprechend genauso wieder hoch. Für Rollstuhlfahrer ein weiter Weg, wenn auch barrierefrei. Auch auf dieser Bahnsteigseite gibt es viele Fahrradstellplätze, die auch gut genutzt werden. Direkt gegenüber kann man montags bis freitags zwischen 9 und 18:30 Uhr in der DB-Agentur Rosis Train Shop Tickets erwerben. Auf dem Bahnsteig erhält man über Lautsprecher und eine Anzeigentafel Informationen zu Fahrplanänderungen und Verspätungen. Für Mitteilungen, was am Bahnhof gefällt und was nicht, steht das offene Ohr der DB zur Verfügung. Nun geht es weiter zur nächsten Haltestelle am Bahnhof Pulheim-Stommeln. In der Bahnhofsausfahrt ist dabei ein Wechsel in das Gegengleis Richtung Stommeln möglich. Bei der Einfahrt in den Bahnhof Stommeln passiert man aus Pulheim kommend einen Park-and-Ride-Parkplatz, eine Fahrradabstellung sowie die 2008 errichtete Schrankenanlage. Nächste Station: Stommeln. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das 1898 fertiggestellte Empfangsgebäude war bis 1972 in Betrieb und wurde dann an Privat verkauft. Wie in Pulheim ist es ein Backsteinziegelbau mit Friesen und Simsen. Am 1. März 1945 war der Bahnhof Stommeln aufgrund eines dort befindlichen Munitionszuges Ziel eines schweren Bombenangriffs. Heute ist der zweigeschossige vierachsige Mittelbau des Gebäudes auf der Bahnsteigseite bis zum Obergeschoss verputzt. Die den Gleisen abgewandte Seite ist sehr gut erhalten. In den angebauten, eingeschossig zweiachsigen Wartesaal wurde anstelle eines Rundbogenfensters ein Tor eingesetzt. Der Güter- und Verladebahnhof Stommeln wurde Ende der 50er Jahre stillgelegt und 1999 das Abstellgleis am Nordende des Bahnhofs zurückgebaut. Ein interessantes Detail aus vergangenen Tagen lässt sich noch neben der Tür finden. Nachdem das Bahnhofsgebäude stillgelegt war, wurde 1972 am südlichen Bahnsteigende ein eingeschossiger Backsteinbau eröffnet, der inzwischen größtenteils wieder zurückgebaut wurde. Neben einem Fahrkartenverkauf war hier bis 2007 auch das Fahrdienstleiterstellwerk untergebracht. Im April 2008 wurde das Gebäude schon wieder stillgelegt und die Strecke aus der Betriebszentrale in Duisburg ferngesteuert. Nach dem Rückbau des Gebäudes ist nur der nicht barrierefreie Übergang auf die gegenüberliegende Bahnsteigseite geblieben. Die Bahnsteige wurden Anfang 2001 modernisiert und dem damaligen Farbschema der Deutschen Bahn angepasst. Zentrales Element der damaligen Marketingkampagne der Deutschen Bahn waren die DB-Plus-Punkte mit roten Trägerelementen und Wartehäuschen. Wegen fehlender Akzeptanz und hoher Kosten wurde das Konzept bald wieder eingestellt. Neben dem Bahnhof befinden sich neben einer Toilette auch Fahrradständer und abschließbare Fahrradboxen. Rommerskirchen grenzt im Nordwesten an Stommeln und ist mit ca. 13.000 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Rheinkreis Neuss. Nächste Station: Rommerskirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der Bahnhof in Rommerskirchen-Eckum ist ein Zweigbahnhof mit Strecken sowie Umfahrgleisen und einer abzweigenden Güterzugstrecke nach Niederaußen.
Der Mittelbahnsteig wurde Anfang der 2000er Jahre, wie ja auch der Außenbahnsteig Richtung Köln in Stommeln, im Rahmen des damaligen Marketingkonzepts der Deutschen Bahn modernisiert. Bei dem DB-Pluspunkt genannten Konzept sollten neben Informationen überdachte Wartemöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Am südlichen Bahnsteigende wurde inzwischen hinter dem überdachten Treppenaufgang ein barrierefreier Zugang über einen Aufzug bereitgestellt. Der Bahnsteig ist teilweise mit einem tastbaren Bodenleitsystem ausgestattet. Durch die Gleisunterführung gelangt man zum Bahnhofsvorplatz, den man als Rollstuhlfahrer über eine Rampe erreicht. Hier gibt es Fahrplaninformationen, einen Ticketautomaten sowie Fahrradstellplätze. Das 1898 fertiggestellte Bahnhofsgebäude aus Backsteinziegeln ist erhalten und steht seit 1989 unter Denkmalschutz. Die Backsteinfassade sowie Rundbögen, Simse und Friese wurden allerdings mit Farbe überstrichen. Der Grundaufbau von eingeschossigem Wartesaal, zweigeschossigem Mittelbau sowie angebautem Lagerschuppen entspricht insbesondere dem Bahnhofsgebäude in Pulheim. Hier existiert noch eine der selten gewordenen Ladestellen von DB Cargo. Die Anbindung des Lagerschuppens erfolgt über einen eingeschossigen Zwischenbau, der in Rommerskirchen deutlich größer ausgeprägt ist als in Pulheim. Der Zwischenbau ist hier mit einer kleinen Rampe versehen. Analog zu Pulheim befinden sich am Gebäude umlaufende Geschoss- und Fensterbanksimse. Die Bezeichnung Einheitsbahnhof wird für preußische Bahnhofsgebäude an Nebenbaden verwendet. Hier zu sehen ein württembergisches Exemplar im Freilandmuseum Wackershofen, das in ausgemauerter Fachwerkbauweise entstand und mit Holz verkleidet wurde. Vor den Gebäuden in Pulheim und Rommerskirchen gab es im Rheinland bereits Einheitsbahnhöfe in Backsteinbauweise auf der inzwischen stillgelegten Fennbahn von Aachen nach Luxemburg. Schauen wir uns die typischen Merkmale der rheinischen Einheitsbahnhöfe nun etwas genauer an. Der Mittelbau ist zweigeschossig vierachsig ausgeführt, wobei die mittleren Fenster auf der Straßenseite jeweils enger zusammengerückt sind. Die Bogenfenster sind mit gemauerten Segmentbögen eingefasst. Der Mittelbau enthält neben zwei umlaufenden Fensterbanksimsen auch einen umlaufenden Geschosssims, im Bild des Bahnhofs Rommerskirchen durch den weißen Anstrich deutlich zu erkennen. Dachfirst und Dachkante verlaufen über die komplette Gebäudelänge parallel zur Straße bzw. den Gleisen. Im Untergeschoss des Mittelbaus war der Arbeitsbereich des Fahrdienstleiters sowie der Fahrkartenverkauf untergebracht, im Obergeschoss befand sich die Dienstwohnung. Im eingeschossig zweiachsigen Anbau rechts mit den dreigliedrigen Bogenfenstern befand sich der Wartesaal. Zum links angebauten Güterschuppen ging es über einen Zwischenbau für die Abfertigung. Wie in der Skizze des Bahnhofs Pulheim unterhalb des Bildes zu sehen, war dieser Teil unterschiedlich ausgestaltet. Beim Bahnhof Pulheim sind die Backsteinziegel als Sichtmauerwerk erhalten. Dafür wurden aber Rundbogenfenster ersetzt und Türen eingebaut. Beim Bahnhof in Stommeln sind die Anbauten umgekehrt. Links befand sich der Wartesaal, rechts mit einem verkürzten Zwischenbau der Lagerschuppen. An den Giebelseiten findet man aus den Ziegelformsteinen gebildete Blendbogenfriese. Je nach Breite der Gebäude sind die Bögen bei den drei Bahnhöfen unterschiedlich weit ausgeprägt. Um einen Eindruck von der Größe der Gebäudekomplexe zu erhalten, habe ich den Grundriss des Bahnhofs in Pulheim grob abgemessen. Bauzeichnungen lagen mir nicht vor. Die Länge beträgt ca. 38 Meter und die maximale Breite ca. 15 Meter. Wie soll es mit der Rhein-Erft-Bahn nun weitergehen? Hierzu gibt es Planungen mit dem Ziel einer Umsetzung ab 2030. Dabei soll insbesondere eine häufigere Anbindung nach Köln erreicht werden. 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, in der verschiedene Optionen einer Verlängerung der S-Bahn-Linie 6 von Essen nach Köln untersucht wurden. Nach aktuellen Planungen soll die S-Bahn-Linie 6 zukünftig an der Haltestelle Köln-Hansaring Richtung Köln-Ehrenfeld abbiegen und so einen 20-Minuten-Takt zwischen Köln und Grevenbroich ermöglichen. Aus den im Internet verfügbaren Informationen habe ich hier den möglichen Streckenverlauf skizziert. Dabei würde die S6 den bisherigen Einsatz der Rhein-Erft-Bahn RB 27 ab Köln ersetzen.
Der Rhein-Erft-Express RE8 würde weiterhin einmal stündlich bis Mönchengladbach verkehren. Für die S-Bahn würden 3 neue Haltepunkte in Köln-Bocklemünd, Pulheim-Gartenstadt oder Gewerbegebiet sowie Grevenbruch Süd entstehen. In Grevenbruch soll eine Wendeanlage errichtet werden, sodass der 20-Minuten-Takt hier endet, wobei stündlich 2 Weiterfahrten bis nach Reit, davon eine bis nach Mönchengladbach, geplant sind. Das bislang noch eingleisige Stück zwischen Reit-Odenkirchen und Reit Hauptbahnhof soll zweigleisig ausgebaut werden. Die genaue Lage der neuen Haltepunkte ist in der Machbarkeitsstudie zwar bereits skizziert, aber noch nicht endgültig festgelegt. Aus Sicht der Gemeinde Rommerskirchen soll es eher ein Haltepunkt Rommerskirchen Nord anstatt Grevenbruch Süd werden. Als Fahrzeuge werden für die zukünftige Linie der S6 die auch heute bereits eingesetzten Elektrotriebzüge der Baureihen 422 und 423 genannt, mit 400 Sitzplätzen und 140 Meter Zuglänge bzw. bauartähnliche Neuentwicklungen. Man wird sehen. Die Gespräche werden weitergehen und in Kürze soll die Beantragung der Aufnahme in die Planung der Deutschen Bahn erfolgen. Eins wird sich bei allen Diskussionen aber sicherlich nicht ändern. Auch wenn die Rhein-Erft-Bahn nicht mehr durch den Rhein-Erft-Kreis fährt, der Dom bleibt in Köln, denn da gehört er hin.